I work with medicine, I work with DNA, and a lot of other things that is related to drug development, medications and patients and Ich so arbeite im forth. Bereich der Medizin mit DNA und vielen Sachen, die auch so mit der Entwicklung von Medikamenten zu tun haben und der Forschung. And I wonder, how many here have seen DNA with your own eyes? Ich möchte gerne wissen, wie viele von euch haben DNA wirklich mal mit ihren eigenen Augen gesehen? 2, 3, 4. 2, 3, 4? Then it's a matter of belief that DNA exists for most of you. Also die meisten von euch glauben, dass DNA wirklich existiert. You haven't seen it, but you believe that it exists. Ihr habt es nicht gesehen, aber ihr glaubt, dass es existiert. In each cell in the body, Jede Zelle im Körper we have 1.7 meter DNA. haben wir 1,7 Meter von DNA. And if you take the DNA in your body, Und wenn du die DNA in deinem Körper nimmst, it will reach from Germany to the moon and back. dann reicht die von Deutschland bis zum Mond und zurück. It's a complicated language. Das ist eine sehr komplizierte Sprache. That's what I'm working with normally. Da arbeite ich normalerweise dran. And then to jump into something totally different, like the Exodus, Und dann, um den Übergang zu was total anderem zu machen, nämlich dem Exodus, it's not so different. ist gar nicht so andersartig. One have to analyze and look for things that haven't been seen. Man muss analysieren und nach Dingen Ausschau halten, die noch nicht gesehen wurden. And you have to be at the location. Und du musst vor Ort sein. You have to read the Bible very, very careful. Du musst die Bibel sehr gründlich lesen. And the language of the Bible is actually easier than reading DNA. Und die Sprache der Bibel ist eigentlich leichter als DNA zu lesen. You know, we mostly enjoy the New Testament. Wir freuen uns hauptsächlich am Neuen Testament. And the Old Testament, you know, it's, Und das yeah, Alte Testament, naja, ihr wisst schon. a lot of war and Viele Kriege. don't understand what's going on and Und kings and queens and whatever. Versteht nicht, was da abläuft, Könige und Königinnen und was auch immer. The only thing that Jesus preached was the Old Testament. Das Einzige, was Jesus gepredigt hat, war das Alte Testament. He himself was the New Testament. Er selbst war das Neue Testament. And if you believe that there is a power in the Old Testament, you can just listen to Jesus. Und wenn ihr glaubt, dass da eine Kraft im Alten Testament ist, dann könnt ihr auf Jesus hören. The devil is with Jesus in the desert, Der Teufel ist mit Jesus in der Wüste and the devil really tries to get a hook on Jesus. und der Teufel versucht wirklich, Jesus irgendwie reinzulegen. And how does he respond? Und wie antwortet er? He's quoting the Old Testament. Er zitiert das Alte Testament. It is written. Es ist geschrieben. So we have in many cases a misunderstanding of the Old Testament. Also in vielen Fällen gibt es ja ein Missverständnis des Alten Testaments. And from a scientific point of view, Und von der wissenschaftlichen Sicht her, in the books of Moses, in den Büchern Mose, they have a very high standard in science. da gab es einen sehr hohen Standard in der Wissenschaft, How you deal with bacteria, infections and other things. wie man mit Bakterien, Infektionen umgeht und so weiter, 3,500 years back in time. vor 3500 Jahren. Was introduced in our hospitals about 50, 60 years ago. Und das wurde erst vor 50, 60 Jahren in unseren Krankenhäusern eingeführt, was da schon existierte. There's a lot of reasons to understand the Old Testament. Und das ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, das Alte Testament zu verstehen. But now I'm going to focus and summarize just a part of the Exodus when they left Egypt for the promised land. Ich möchte heute mich nur konzentrieren auf einen Teil des Exodus, als das Volk Israel das Ägypten verließ und zum gelobten Land ging. And if I should do this in detail, it would take 2 to 3 days. Wenn ich das im Detail tun würde, würde das 2, 3 Tage dauern. I will do it slightly shorter now. Und ich mag es ein bisschen kürzer. So, the first issue is, if the Hebrews are in Egypt, Die erste Sache ist also, wenn die Hebräer jetzt in Ägypten sind, it's very important to understand what direction they had to take to leave the country. es ist wichtig, dass wir verstehen, in welche Richtung mussten sie gehen, um das Land zu verlassen. And that is a key issue. Und das ist sehr wesentlich. So,
The Bible says that they had to cross a desert before they could cross the Red Die Sea. Bibel sagt, dass sie zuerst durch die Wüste mussten, bevor sie das Rote Meer überqueren konnten. So what is the problem? Wo liegt denn das Problem? If we are at the wrong place, Wenn wir also an der falschen Stelle sind, there are no traces of the Hebrews, da gibt es einfach keine Spuren von den Hebräern. and then the conclusion is that it's just a story, there had not been any Hebrews. Und die Schlussfolgerung ist, es gab einfach keine Hebräer. So it's very important to get these things right from the beginning. Und es ist deshalb sehr wichtig, das von Anfang an klar richtig zu stellen. We need a compass in a forest, Wir brauchen einen Kompass in einem Wald. especially in the Black Forest of Germany, you need a Vor allen Dingen compass. im Schwarzwald brauchen wir einen Kompass. So, I don't go into this in detail, but it's said a lot about this desert that they had to go across before coming to the body of water. Ich gehe also nicht ins Detail, aber hier ist viel Rede von der Wüste, durch die man gehen musste, bevor man an ein Wasser kam. Here we have the Delta and the Nile River in Egypt. Hier ist das Nildelta und der Nil in Ägypten, We have the Sinai Peninsula. die Sinai-Halbinsel, Today is Israel, Jordan, and Saudi das Arabia. heutige Israel, Jordanien und Saudi-Arabien. And if we look at the satellite image, Und wenn wir uns das Satellitenbild anschauen, you can see the Delta region here. seht ihr da oben das Delta. Here we have the Suez Canal of today. Da ist der heutige Suezkanal, We have the Sinai Peninsula, die Halbinsel Sinai, Gulf of Suez, the Gulf of Aqaba, der Golf von Aqaba and we have the Dead Sea. und das Tote Meer. So this is the scenario where these things takes place. Da fanden diese Dinge statt. So, how many people were they? Wie viele Leute waren es da eigentlich? And this is relatively easy because they count every person in detail, but there are some uncertainties in terms of number of children. Das fällt mir sehr einfach, weil jeder Einzelne mitgezählt wurde. Nur bei den Kindern weiß man nicht ganz so genau, wie viele es da waren. And then we have the multitude that just joined them, just follow them. Und dann gibt es einfach die Menge, die sich einfach denen angeschlossen hat. But at least 2 million people. Also mindestens 2 Millionen Menschen waren es. Can you imagine an 80-year-old Moses taking care of 2 million people? Stellt euch vor, ein 80-jähriger Mose, der versorgt also diese 2 Millionen Menschen. Do you think that your leaders in this church are a little bit old? Du denkst, dass eure Leiter ein bisschen alt sind hier? No, they say, okay. Nein. Well, Moses was young for his age. Mose war eigentlich ziemlich jung für sein Alter. But if you want to know how to argue with God, Aber wenn ihr wissen wollt, wie man sich mit Gott anlegt, you can read the Bible and see how Moses discusses with God. dann lest die Bibel und guckt, wie Mose da mit Gott dieses Gespräch hatte. So we have 5 options to leave Egypt. Wir haben also 5 Möglichkeiten, Ägypten zu verlassen. Number 1 is not relevant because you end up in Africa. 1 ist nicht relevant, weil du dann in Afrika ankommst. Number 2 is not relevant 2 ist auch nicht relevant. because then you have to go through North Africa, Gibraltar, Spain, Italy, Dann musst du Greece, durch and so Nordafrika, on. Spanien, Gibraltar, Griechenland und so weiter gehen. No one has suggested number 2, Niemand hat Nummer 2 vorgeschlagen. but from a scientific point of view, you have to look at all different options. Aber aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir alle Möglichkeiten uns anschauen. Number 3 is a very popular thing in your biblical maps that you have in the Bible. Die Nummer 3 ist sehr populär auf euren Bibellandkarten. They go up to this Lake Monsala in the Delta, Die gehen zu diesem See Monsala oben in der Delta and they turn and go down to Sinai. und dann kehren sie um und gehen runter zum Sinai. You must see the difference between the biblical text that has a godly origin Du musst den Unterschied sehen zwischen dem biblischen Text, der einen göttlichen Ursprung hat, and your biblical maps that's an editorial product from a publishing house. und den biblischen Landkarten, die einfach ein Produkt des Verlags sind. So this is this Lake Monsala in the north. Das ist dieser See Monsala oben im Norden. It's about 2 meters deep. Der ist ungefähr 2 Meter tief It's marshland. und es ist also Sumpfland. If you take away the water, it's just clay and dirt. Und wenn du das Wasser wegnimmst, dann ist es also nur Lehm und Schmutz. They are not surrounded by the mountains. Es gibt keine Gebirge drumherum. And if you go in this direction, you go towards Greece. Und wenn du nach da oben gehst, dann gehst du Richtung Griechenland. And then just in parentheses, Und dann jetzt nur in Klammern. the delta expands all the time. Das Delta bewegt sich immer weiter vorwärts. And this is a statement from geologists in the US. Und das ist eine Aussage von Geologen in den USA.
This lake did not exist at the time of Exodus, Dieser See existierte gar nicht zur Zeit des Exodus. so it's very hard to cross it. Und von daher kann man das sehr schwerlich überqueren. This is the Bitter Lakes, which is a part of the Suez Canal. Sind die Bitterseen, Teil des Suezkanals. And here they claim that there was a wind that was blow the water apart, so the sand was exposed. Und hier wird der Anspruch erhoben, dass ein Wind geblasen hat, damit der Sand freigelegt wurde. And they talk about 1 meter deep water that was separated. Und dann sprechen sie von dem tiefen, 1 Meter tiefen Wasser, das sich geteilt hat. Nothing fits the biblical description. Und auch hier passt nichts auf die biblische Beschreibung. But if we assume that the Hebrews and the whole army was on this sand bank in the middle of this Aber wenn lake, wir annehmen, dass die Israeliten und die ganze Armee auf dieser Sandbank waren, auf der ägyptischen Seite, how could you let they drown an army with 250,000 soldiers and 50,000 on horses in 1 meter deep wie kann water? eine Armee von 250.000 in einem 1 Meter tiefen Wasser mit Pferden und anderem ertrinken? Das ist ganz schwer. You heard it. I'm sorry. So the Bitter Lakes is not a good option. Also die Bitterseen sind auch keine gute Option. And here you can see a map that is available also in the front of the church here. Hier seht ihr eine Karte, die es auch vorne am Pult gibt. They have to cross the desert, Sie müssen also die Wüste durchqueren. but this option is in the Delta region where the Hebrews lived. Das ist die Option in der Delta-Region, wo die Israeliten lebten. Here we have the Bitter Lakes, Das sind die Bitterseen. but they have to cross the desert. Aber sie müssen die Wüste durchqueren. And that is what we have here. We have a desert on the Sinai Peninsula. Hier haben wir die Wüste der Sinai-Halbinsel. And that is the only desert that is available. Und das ist die einzige Wüste, die in Frage kommt. So we know from the Bible that there are certain targets. Wir wissen von der Bibel, dass es bestimmte Ziele gibt. They should go towards the land of Midian, Sie sollen ins Land Midian gehen cross the border in 1 day, und die Grenze an einem Tag überqueren into the desert or wilderness, und in die Wüste und Wildnis hineingehen, towards the Red Sea and towards Arabia, Richtung Rotes Meer und Arabien and so on. There's a lot of requirements that has to be und so weiter. Es fulfilled. gibt also viele Anforderungen, die einfach stimmen müssen. So we have these 5 options. Wir haben also diese 5 Optionen. 1 and 2, not relevant. 1 und 2 nicht relevant. 3 is not relevant. 3 ist nicht relevant. And then God spoke. Und dann hat Gott gesprochen. And God said, don't take number 4. Und Gott hat gesagt, nimm nicht die Nummer 4. It's close to the truth. Es stimmt so ungefähr. What God said was, don't take the coast way because you will end up in war. Gott sagte, nimmt nicht die Küstenroute, denn dann werdet ihr mit Kriegen konfrontiert werden. That means that number 4 is relevant, but they were not allowed to take that Das route. heißt, 4 ist zwar relevant, aber es wurde ihnen nicht gestattet, diesen Weg zu nehmen. And then it's only number 5 that is available. Dann bleibt uns also nur noch die Nummer 5. And this is actually the trade route that goes across the Sinai Peninsula. Und das ist wirklich die Handelsroute, die quer durch die Halbinsel Sinai geht. So we can also eliminate number 4. Wir können also auch die Nummer 4 beseitigen. And how can you cross the Sinai Peninsula when you have this loose sand, drifting sand? Wie kann man jetzt die Sinai-Halbinsel überqueren, wenn man diesen wehenden Sand hat? It's not a real problem, Ist kein wirkliches Problem. because the Sahara looks like this. Denn die Sahara sieht da so wie oben aus. When we talk about the Sinai Peninsula, it's like a big IKEA parking lot. Im Sinai ist es wie so eine Ikea-Parkplatz. Big and very solid, so Ganz to groß speak. und ziemlich fest. You can take any bicycle and go around here, or a Du kannst very da- bad Volkswagen from 1952. Mit dem Fahrrad durchfahren oder mit einem alten VW von 1952. It's actually like asphalt. Das ist also fast wie Asphalt. But then we have all the people that were slave workers. Dann haben wir die ganzen Leute, die also Sklaven waren. I don't know if you have made mud bricks. Ich weiß nicht, ob ihr schon diese Lehmziegel gemacht habt. You have to work with your feet, Man muss mit den Füßen arbeiten. and the clay sticks to your feet. It is very, very heavy work. Und der Lehm, der klebt an den Füßen. Das ist eine sehr schwere Arbeit. And then they add straw, Und dann tun sie Stroh damit rein and they squeeze the clay into wooden forms. und drücken den Lehm in eine Holzform. Do you think they did that 5 minutes per day? Habt ihr gedacht, das machen die nur 5 Minuten am Tag? 12 hours per day. 12 Stunden am Tag. If you go to the gym 2 times per week, that's nothing. Wenn du zweimal in der Woche zum Fitness gehst, das ist überhaupt nichts. So,
In addition, they lived in the Delta region, Dazu haben sie noch im Delta-Bereich gelebt. 3 harvests per year, 3 Ernten pro Jahr, unlimited water and fish, unbegrenztes Wasser und Fisch, their own livestock with donkeys and sheep and so ihr forth. eigenes Vieh mit Eseln und so weiter. So if you take a Hebrew that is working 12 hours per day Wenn du jetzt so einen Israeliten nimmst, der 12 Stunden am Tag gearbeitet hat, with unlimited very good food, mit unbegrenztem, sehr guten Essen, the Hebrews were bodybuilders. die Hebräer, das waren also Bodybuilder. It's not a guess, I'm saying they were bodybuilders. Das ist keine Frage, das waren die wirklich. And if you think you're a bodybuilder, going to the gym 1 or 2 or 3 times per week is nothing. Und wenn du denkst, du bist ein Bodybuilder, gehst 1, 2 Mal zum Fitness in der Woche, das ist überhaupt nichts. If you take 12 hours a day and multiply with 5, Wenn du 12 Stunden in der Woche Or nimmst, 6. mal 5 oder 6, then you can really talk about being a bodybuilder. dann kannst du wirklich von wegen Bodybuilder sprechen. This is important to understand. Das ist wichtig zu verstehen. So when they went into the wilderness, into the desert, Als wir also in die Wüste gingen, in die Wildnis, there is one option. da gibt es eine Möglichkeit. And you know, Moses did not lead the people. Und Mose hat die Leute nicht geführt. It was the pillar of smoke Es and the pillar war of fire. die Säule, die Wolkensäule und die Feuersäule. And here you can see how flat it is on the Sinai Und Peninsula. ihr seht, wie flach die Halbinsel Sinai ist. And they end up at a crossing site. Und dann kommen sie zu einer Überquerungsstelle. So when they turn, Moses gets really scared because they turn towards a dead end. Und als sie sich jetzt wenden, da hat der Mose wirklich Angst, weil es irgendwo in eine Sackgasse geht. And they arrive to a body of water that is called Yam Suf. Und die kommen an ein Gewässer, das nennt sich Yam Suf. That's the Hebrew. Everything else is a translation or guesswork. Das ist das hebräische Wort, alles andere ist einfach eine Übersetzung oder irgendwie ein Raten. And you can note that there is no Red Sea in the Bible. Und ihr könnt sehen, es gibt in der Bibel kein rotes Meer. In the original text it's Yam Suf. Yam Suf heißt es im Original. And there are 50 references to Yam Suf in the Old Testament. Es gibt 50 Referenzen zu Yam Suf im Alten Testament. One example from Moses, Isaiah and Jeremiah. Hier diese Bibelstellen als Beispiel. It's a big body of water that is deep and mighty and people are scared Es ist for also ein it. großes Gewässer und es ist tief und es ist gewaltig und die Leute haben Angst davor. If we take another connection, which should be close to Edom. Eine andere Verbindung hier ist in der Nähe von Edom. It's another direction in terms of the wind was blowing locusts towards Yam Suf. Das ist eine Richtung, in der der Wind die Heuschrecken geblasen hat in Richtung Yam Suf. And then there is the political border issue, if you're interested in that, from the land of Philistines to Yam Suf. Dann gibt es diese politischen Grenzangelegenheiten, falls ihr euch da Interesse habt, Richtung Yam Suf. And if you believe that this is the crossing site, you have to put a political borderline like that, Und wenn ihr glaubt, dass das die Überquerung ist, dann müsst ihr da die Grenze ziehen. or whatever you prefer. Oder was ihr auch vorzieht. And then you have this option. Und dann gibt es diese Option. So there is a lot of quotations and texts about Yam Suf. Hier gibt es also viele Bibelstellen über Yam Suf. You can note this. This is the only thing you need. It's from 1 Kings 9, 26 to 28. 1. Könige Read 9, it 26, 28. Ich lese das mal für euch. when you come home. King Solomon had a fleet of ships at Eshon-Geber. Der König Salomo hat also eine Flotte von Schiffen in Ezion-Geber. Eshon-Geber is the Gulf of Aqaba, Das ist der Golf von Akaba. which is near Elat, which is close to today's Eilat. In der Nähe vom heutigen Elat. On the shore of Yam Suf. Am Ufer vom Yam Suf. In the land of Edom, I showed you the circle where Edom was Im Land located. Edom, ich habe es euch gezeigt, dieser Kreis. Then the powerful Hiram, the leader of the Phoenicians, Dann kam dieser mächtige Hiram, der Leader von den Phöniziern, that helped Solomon with the temple. der dem Salomo mit dem Tempelbau geholfen hat. He helped Solomon with the fleet and sailors. Er hat ihm geholfen mit der Flotte, mit den Seeleuten. And they traveled up to 1-2 years to places like Ophir, that we don't know where it Wir is. sind 1 bis 2 Jahre unterwegs gewesen, bis hin Ophir. Wir wissen nicht, wo das liegt. Could be India or South America, Vielleicht Indien oder Südamerika. and they looked for gold. Und haben nach Gold gesucht. Read this Lest euch das mal when you durch, come back home. wenn ihr zu Hause seid.
and see if you could come to the conclusion that King Solomon put his royal fleet in a small lake in Egypt. Und dann überlegt man, ob wir auch zu dem Schluss kommen, dass der König Salomo also seine Flotte in einen kleinen See da reingelegt hat. And that these places are in Egypt. Und dass diese Orte in Ägypten liegen. And that King Solomon needed the best sailors to take care of these big ships in this small lake in Egypt. Und dass der König Salomo die besten Seeleute brauchte, um auf diesem kleinen See in Ägypten zu navigieren. And they traveled 1 to 2 years around this lake to look for gold that doesn't exist there. Und 1 bis 2 Jahre sind sie auf diesem kleinen See rumgefahren, nach Gold zu schauen, was eigentlich gar nicht existiert. The Bible is very clear. Die Bibel ist ganz deutlich. There's no crossing in Egypt or close to Egypt. Es gab keine Überquerung in Ägypten oder in der Nähe von Ägypten. But to know that, you have to read the Bible. Aber um das zu wissen, müsst ihr die Bibel lesen. I haven't invented these things. I'm just reporting. Ich habe die Dinge nicht erfunden, ich berichte sie nur. So, we are at the Gulf of Aqaba, Jetzt sind wir hier vom Golf von Aqaba, which is Yamsuf. das der Yamsuf ist. The people end up on this peninsula Und die here. Leute kommen also hier auf dieser kleinen Halbinsel an. From satellite image, you can see the mountains, you can see the wadi, and you see the sea here. Vom Satelliten her seht ihr die Berge und dieses Wadi und das Meer. And then you have the approaching army. Und dann habt ihr die Armee, die hinter ihnen her ist. Moses want to commit suicide. Der Mose wollte sich das Leben nehmen. Locked in by the sea, the mountains, and the army is coming. Eingesperrt von den Bergen, von dem See und von der Armee, die hinter ihm her ist. Being 80 years old and have trapped 2 million people and have just to prepare them to die, all of 80 them. Jahre alt und 2 Millionen Leute hat er hinter sich hergeleitet, damit sie hier sterben können. And then he's crying to the Lord. Und dann kommt der Herr ins Spiel. And God answers, you should be still and I will fight for you. Und Gott sagt, du sollst still sein, ich werde für dich kämpfen. There is a lot of things that are of importance Es gibt sehr viele wichtige Elemente, in terms of the crossing. You can look at it in the book. was diese Überquerung angeht. In meinem Buch könnt ihr mehr darüber nachlesen. There is a kind of land bridge that goes across under the water surface. Es gibt eine Landbrücke, die geht unter der Wasseroberfläche durch. And the angle downhill and uphill Und dann dieser Winkel, wie es nach unten und wieder hoch geht, is within the norms of in the US for wheelchairs. also dieser Winkel, der ist innerhalb der Norm in den USA für Rollstühle. Also es geht nicht sehr steil runter. Just so you know, Nur damit ihr es wisst. they did not fall down. Also du fällst nicht auf einmal runter. And remember, the army had horses and chariots, Und denkt dran, die Armee, die hatten also Pferde und Wagen. and they directly ride out Und die into the gehen seabed. direkt hinaus in Richtung See. This seabed is small pieces of rock. Und dieses Seebett sind ganz kleine Steine. So if you remove the water, it will be immediately dry. Und wenn du das Wasser wegnehmen würdest, würde es sofort trocken sein. And it's as solid as a highway. Und es ist so solide wie also eine Straße. No corals, no rocks, nothing. Und keine Korallen, keine Felsen, nichts. And it goes across. Und es geht quer durch. But the water on this side is 2,000 meters deep. Aber das Wasser auf der anderen Seite ist 2000 Meter tief. So if we look at the Russian map, Wenn wir also auf die russische Karte schauen hier, you can see this peninsula here. seht ihr diese kleine Halbinsel? And here you can see the outstretching land, underwater land, so to speak. Und da dieses Unterwasserland, was sich nach vorne in den See reinschiebt. So we believe that they crossed here. Also wir glauben, dass sie da überquert haben. Some people say to me, how was the water separated? Einige Leute fragen mich, wie hat sich das Wasser denn geteilt? I don't know. Ich weiß es nicht. Probably God knows. Gott weiß es wahrscheinlich. I don't know if they asked the angels to hold their hands, like this. Ich weiß nicht, ob die Engel gefragt haben, halt mal so die Hände. Or that God spoke to the water molecules. Oder Gott hat die Wassermoleküle adressiert. Hold to one another. Haltet euch fest aneinander. I don't know. Ich weiß es nicht. But what I can say is that we have a underwater bridge here. Ich kann nur sagen, dass es hier eine Unterwasserbrücke gibt. And we have a lot of finds on the seabed. Und es gibt hier sehr viele Sachen, die wir gefunden haben hier auf dem Meeresgrund. It seems like people are more interested in finds on the seabed than on the ground. Und es scheint, dass die Menschen mehr interessiert sind in dem, was man unten auf dem Boden findet, wie auf dem Land. But there is a number of finds on the seabed. Aber es gibt hier wirklich einige Sachen, die gefunden wurden, da auf dem Boden von diesem
meeresarm. This is a big pile of finds. Das ist ein großer Haufen von verschiedenen Funden. The dark is far away and the light colored is very close. Das Dunkle ist weit weg, das Leichte ist nah. You can see a rib cage of a human, Hier sieht man auch so ein menschliches Gerippe, the backbone, die Wirbelsäule, hip bones, die Hüften, 2 skulls here. 2 Schädel. It's very hard with the light now, but there are wheels, there's a hub and wheel. Mit dem Licht sieht man es nicht gut, aber da gibt es ein Rad und mit einer Achse. And this is the skull of a horse. Und das ist ein Pferdeschädel. This is not the eyes, Und die Augen. it is the jaw. Nicht die Augen, sondern der Kiefer. And there are very many typical features for a horse skull here. Es gibt sehr viele typische Merkmale für einen Pferdeschädel. And we have the backbone in this direction. Und dann in die Richtung dann die Wirbelsäule. So we have remains from humans, from animals, and from parts of Es gibt chariots. auch die Überreste von Menschen, von Tieren und Teile von Streitwagen. So the only thing we can say that in ancient times there have been a disaster at this Wir location. können also nur sagen, dass damals in der alten Zeit, dass es hier ein Desaster gegeben hat an diesem Ort. And then it's an interpretation what it really represents. Und der Rest ist dann Interpretation, was es wirklich darstellt. This is from Sweden, from a tomb. Das ist aus Schweden, aus einem Grab. And this is one thing we brought up. It's the femur, it's the bone that goes from the knee to Und the das hip. ist ein Teil aus jeder Oberschenkelknochen, den wir hochgehoben haben, gebracht haben aus dem Meer. When I have something like this, I go to the specialist in the area and I ask them, what is this? Wenn ich sowas finde, dann gehe ich zum Spezialisten in diesem Bereich und frage, was ist das? And I was there 3 times. Und ich war 3-mal dort. And the 4th time I came there, Und beim 4. Mal, als ich dorthin kam, the professor at that department had a question to me. hat der Professor von dieser Abteilung mich gefragt. I looked at this bone and do you think it could have had anything to do with the Egyptians that drowned? Ich habe mir diese Knochen angeschaut und mich gefragt, könnte das was zu tun haben mit den Der- Ägyptern, die ertrunken sind? She had started to think a lot about this. Er hat dann angefangen, sehr viel darüber nachzudenken. Bronze is a mixture of metals that is made by man. Bronze ist also eine Mischung von Metallen von Menschen gemacht. So if you find bronze, it's always from a human origin. Und Bronze ist immer von menschlicher Herkunft. And if the water collapses in the Gulf of Aqaba, Und wenn das Wasser aus dem Golf von Aqaba zusammenschlägt, we can assume that there was a wave going through to the southern part of Aqaba. können wir vermuten, dass da eine Welle sich in den südlichen Teil des Aqaba-Golfs fortgepflanzt hat. And this wave would wash up things on the beaches. Und dadurch dann Sachen am Ufer angeschwemmt wurden. And in the south, we have looked at these beaches. Und wir haben im südlichen Teil uns diese Strände angeschaut. There we can find sea stars, corals, and metal objects twisted into one another and being Da petrified. finden wir also Seesterne und Korallenobjekte und die also ineinander so verbunden sind und versteinert praktisch sind. And there we find pieces of bronze Da finden wir Teile von Bronze mit drin, that must have a human origin. die also von Menschen hergestellt worden sind. We know that the horses the Egyptian had kind of bands for the horses made out of bronze. Wir wissen, dass die Pferde der Ägypter also so Bänder hatten, die aus Bronze hergestellt wurden. And this could be a part of such an item. Das könnte Teil von so einem Stück sein. So when they set camp at this peninsula, Also hier haben sie gelagert an einem Tag. they should do that between Migdol and the sea. Und das sollte so Migdol und dem Wasser anfangen. Migdol is Hebrew and means tower or mountain ridge, Migdol, das ist Hebräisch, das heißt also Turm oder Gebirgsgipfel. which we have here. Und das ist genau hier. Pihahirot means the opening, Piahirot heißt also die Öffnung. and it should be opposite Baal Zephon. Und es sollte gegenüber von Baal Zephon sein. And Zephon was a descendant from Abraham, Zephon war ein Nachkomme Abrahams. and Baal is the worship, the god. Und Baal ist die Anbetung dieses Gottes. And now we are in Saudi Arabia. Jetzt sind wir auf der saudi-arabischen Seite. You see the mountains of Sinai and you see the peninsula here. Ihr seht da hinten das Gebirge Sinai und die Halbinsel. And then you can see the outstretching land from Saudi Arabia going in this Und hier direction. seht ihr, wie das Land in die Richtung sich ins Meer hineinstreckt. And the reason that we have all this gravel and sand on both sides Und warum wir diesen Sand und diesen Kies auf beiden Seiten haben, is that it's been washed out when it's been raining through the wadis, like you flush the toilet. das wurde vom Regen durch diese Wadis hineingespült, also wie bei der Toilettenspülung in Richtung See.
And when I was in this wadi on the other side, Und als ich auf der anderen Seite in diesem Wadi war, it had just rained, da hat es gerade geregnet and there was 5 meter deep waters in the wadi. und das Wasser im Wadi war 5 Meter tief. And the highway that I showed you, this black line, Und diese schwarze Straße, die ich euch gezeigt habe, were just removed and washed out on this die peninsula. war total weggewaschen und auf dieser Halbinsel angelagert worden. My problem was also a minor one, Mein Problem war ein kleines dagegen, because the gas station disappeared. denn die Tankstelle ist auch verschwunden. So I had problems to find Und gas. hatte Schwierigkeiten, Benzin zu finden. So these are the requirements in the Bible. I have not created them. Das sind also die ganzen Anforderungen in der Bibel. Ich habe die also nicht erfunden. And here we have the different suggested crossing sites. Hier gibt es die verschiedenen Überquerungsstellen, die hier vorgeschlagen wurden. Lake Monsala, Bitter Lakes and the Gulf of Aqaba. Lake Monsala, Bitter Lakes und Golf von Aqaba. This is systematic theology. Das ist systematische Theologie. And you can see where you consider it to fit. Und ihr könnt selber sehen, wo es hinpasst. I have included Lake Monsala here Ich habe Lake Monsala hier mit eingeschlossen, because it's a popular suggestion. weil es eben ein allgemein gängiger Vorschlag ist. But as I mentioned, it didn't exist at the time of Exodus. Aber wie schon erwähnt, es existierte nicht mal zur Zeit des Exodus. But I have it here as for reasons on comparison. Aber ich habe es hier zum Vergleich mit aufgeführt. One can do it and do this, you know. Read the Bible Macht and es doch find the selbst mal. system. Lest die Bibel und findet selbst ein System, um das aufzustellen. My problem is that for me, it's very complicated to read the Bible. Mein Problem ist, es ist sehr kompliziert für mich, die Bibel zu lesen. Because I start with one verse, Denn ich fange mit einem Vers an, then I have to check in all directions, dann muss ich in alle Richtungen vergleichen und suchen and then read the other connections, und dann die anderen Verflechtungen lesen and suddenly it's 3 o'clock in the morning. und dann ist es 3 Uhr morgens. It's very tiresome to read the Bible. Das ist sehr mühsam, so die Bibel zu lesen. But you can make different comparisons as I have done here. Aber ihr könnt verschiedene Vergleiche anstellen, wie ich es hier gemacht habe. And here we just talk about the routes, the arrows that I showed, Und da sprechen wir einfach von diesen 5 verschiedenen Wegen, diesen Pfeilen, die ich aufgezeigt habe. where I came to that number 5 is the most relevant. Und wo ich dazu kam, dass 5 die relevanteste Option ist. And here you see the requirements from the Bible, Und hier seht ihr die ganzen Anforderungen, die die Bibel stellt. and you can see where it fits. Und ihr seht, wo es passt. I have not written the Bible. Ich habe die Bibel nicht geschrieben. I just look for these requirements. Ich schaue mir einfach auf diese Anforderungen an. So, then we can assume that the Hebrews walked across Gulf of Aqaba. Können wir es annehmen, dass die Hebräer, das Volk Israel, über den Golf von Aqaba den durchquert haben. And you know, when the Titanic went down, Als die Titanic zum Beispiel unterging, but I think 1,500 people survived. ungefähr 1500 Leute haben überlebt. And we had a tragic accident some 15, 20 years ago in Sweden with Estonia. Und 15, 20 Jahre, da gab es einen tragischen Unfall mit der Estonia in Schweden. In the late fall, cold water, darkness, wrong position. Spät im Herbst und kaltes Wasser, Dunkelheit und falsche Position. And if I remember correctly, there were about 200, 300 people that survived. Ich glaube, 200, 300 Leute haben damals überlebt. It's very hard to drown people. Es ist sehr schwer, Leute zum Ertrinken zu bringen. And in the Bible, it says that all the army people, all the soldiers died. Und in der Bibel sagt, dass die ganze Armee, alle Soldaten gestorben, also umgekommen sind. And if you have the water as walls around you, Und wenn du die Wasser jetzt als Wände neben dir hast and they collapses over you, und die dann über dir so zusammenbrechen, you will be crushed to death by the weight of the water. dann wirst du einfach durch das Gewicht des Wassers zu Tode gedrückt. And then you can understand why everyone died. Und dann könnt ihr verstehen, wieso jeder umgekommen ist. One can read the Bible in detail. There is so many Du things. kannst die Bibel nicht teilen, es gibt so viele verschiedene Aspekte. So here we are in Saudi Arabia. Here we have the Gulf of Aqaba, and here we have the peninsula. Hier sind wir jetzt, Saudi-Arabien, der Golf von Aqaba und hinten die Sinai-Halbinsel. And here you see the opening. Und da hinten sieht man die Öffnung vom Wadi. But how do you deal with an army following Hebrews? Aber wie ist es mit dieser Armee, die diesen Hebräern nachgejagt sind? An army on horses? Eine Armee auf Pferden. How long time would it take for this army to reach the Hebrews? Wie lange wird es dauern, bis die diese Hebräer eingeholt haben? You see, we have a problem because we look at TV programs. Wir haben ein Problem, weil wir uns Fernsehsendungen anschauen.
And especially if there are some Wild West movies or something like Und vor allen that. Dingen, wenn es um Wild-West-Filme geht. You know, you're running very hard with a horse in the forest, in the desert. Du rennst wirklich sehr, sehr hart mit dem Pferd in der Wüste. And if you do that in more than 20 minutes, the horse will die. Und nach 20 Minuten, da stirbt das Pferd. We have horses back home. Wir haben Pferde bei mir zu Hause. It's a totally different thing if you have camels. Das ist total anders, wenn du Kamele hast. But the horse is a big problem. Aber beim Pferd hast du ein Problem. Okay, so the Hebrews are allowed to walk 3 days. Also die Hebräer, das Volk Israel, durften auch so 3 Tage wandern. And then the spies are running back to Egypt, telling Pharaoh, they are not stopping after 3 days, they are just continuing. Und dann kommen die Spione zurück und sagen dem Pharao, die hören nicht auf nach 3 Tagen, die gehen einfach weiter. And it's kind of, they don't know what's going on in Egypt. Die wissen nicht so richtig, was los ist in Ägypten. The Pharaoh decides that he should follow the Hebrews with the whole army. Der Pharao entscheidet, dass er den Hebräern mit der ganzen Armee folgen soll. If you wonder how long time it takes to bring up or collect the 250,000 soldiers with supplies, Wenn du dir mal vorstellst, wie lange es dauert, um eine Armee von 250.000 Soldaten mit allen Ausstattungen zusammenzustellen, I've been sitting in an army unit in the northern part of Sweden doing calculations regarding ich this. habe das in einer Armeeeinheit im Süden von Schweden mal gemacht und kalkuliert. And I can just tell you that it takes an awful lot of time to gather everything you need for a Und ich campaign. kann euch sagen, es dauert ziemlich lange, alles zusammenzukriegen, was man für so eine Verfolgung braucht. But let us assume that they could do all this in 3-4 days. Aber lasst uns annehmen, das hätten die alles in 3-4 Tagen geschafft. So the Hebrews, they start to walk, Die Hebräer fangen an zu marschieren and then the army is on foot. und dann kommt die Armee zu Fuß hinterher. And the army can never go faster than their supplies. Und die Armee kann nie schneller gehen als wie der Nachschub. That means the speed of an oxen. Das heißt die Geschwindigkeit von einem Ochsen. So the army can never reach until the Hebrews set camp, Das heißt, die Armee kann die nie erreichen, bis die Israeliten sich lagern. which they did at Yamsuf. Und das haben sie am Jamsuf am Ufer gemacht. And then you know the story, what happened Und there. dann wisst ihr, wie die Geschichte weiterging. Then when we cross, we end up in an area that is very red in terms of sand. Also wir kommen jetzt rüber und dann ist dieser Bereich sehr rot, was den Sand angeht. And you have this name again, Edom, which means red. Edom, das bedeutet rot. This is one of our jeeps. Das ist einer von unseren Jeeps da unten. The only thing we had here was water. Und wir hatten hier nur Wasser bei uns. Plus 45 degrees centigrade. 45 Grad Temperatur, A lot of climbing, no air conditioning. sehr viel Klettern, keine Klimaanlage. We had to drink 10 liter water per day. Wir mussten 10 Liter Wasser am Tag trinken. That's a hard work. Das ist eine Menge Arbeit. And don't even think about Coke or something like that. Denk nicht mal an Cola oder sowas. After 10 liters of Coke, you would die. 10 Liter Cola, dann würdest du umkommen. So, there is a lot of things you can find in the book. Viele Sachen findet ihr im Buch. Here we have the kitchen. Hier ist also die Küche. We lived with the Bedouins Wir haben in mit Saudi den Arabia. Beduinen gelebt in Saudi-Arabien. So the first day we had goat. Am ersten Tag hatten wir Ziegenfleisch. The next day we had goat. Am zweiten Tag hatten wir Ziegenfleisch. On the third day we had another goat. Und am dritten Tag hatten wir eine andere Ziege. On the fourth day, what do you think we got? Und am vierten Tag, was denkt ihr, was wir hatten? The fifth day, Am fünften Tag? yeah, you understand. Ihr versteht schon. Goat is not, yeah, well. Ziege ist so eine Sache. And it takes some time. They bring the goat to the kitchen here. Es dauert ein Weilchen. Die bringen die Ziege hier in die Küche They cut the throat. und schneiden den Hals durch. Takes about 2 hours to prepare the meal. Braucht vielleicht 2 Stunden, um die Mahlzeit zu bereiten. And then they put it on a big plate. Und dann geht es auf eine große Platte And everyone eats from the same plate. und jeder isst vom selben Teller. You're only allowed to use your clean hand. Und du darfst nur deine sauberen Hände nehmen. And then you're going to pick it up. Which? Oh, Und was dann- it right? Left? Überlegst du dir rechts, links, war das richtig? You know, if you take the wrong hand, they have to start from the beginning. Wenn du die falsche Hand nimmst, musst du wieder vorne And they just anfangen. threw it away. Oder es wird weggeworfen. It is complicated. Es ist sehr kompliziert. Another thing is you drink coffee, Und das Zweite ist, du trinkst also Kaffee, small cups, diese kleinen Tässchen. and you drink, and they fill more, you drink, they Und du fill trinkst, more, die füllen nach und du trinkst und du trinkst. and you continue like that. Und du machst immer so weiter.
How do you say, thank you, it's enough? Und wie sagt man denn, danke, es reicht? I had no clue. Ich hatte keine Ahnung. Of drinking. Also, ich trinke. And finally I understood. That Und took some time. endlich habe ich es verstanden, es hat eine Weile gedauert. If you shake your hand like this, that's enough. Wenn du so mit der Hand ein bisschen wackelst, das heißt, das reicht jetzt. It's not easy. Ist nicht einfach. And then you are sitting on your knees Und dann bist du auf den Knien, in this rocky terrain. auf diesem Felsengrund. It's very painful after an hour or Das tut so. schon ziemlich weh nach einer Stunde. So then you try to lay down on the side or whatever. Dann versuchst du dich auf die Seite hinzulegen. And then you can show the sole of your foot or your shoe towards a Muslim. Und dann zeigst du aber die Sohle deines Schuhs auf einen Muslim zu. And that is the greatest insult. Und das ist die größte Beleidigung, die du machen kannst. Very hard to keep track of your legs. Und es ist sehr schwer immer zu sehen, wo deine Beine gerade sind. And if you remember when President Bush was in Pakistan, Und ihr erinnert euch vielleicht, als Präsident Bush in Pakistan war, it was a journalist that threw a shoe through the air towards him. hat ein Journalist einen Schuh auf ihn zugeworfen durch die Luft. And how did the Muslims react to that? Und wie haben die Muslims darauf reagiert? Oh, we have to kill that person. Wir müssen diesen Menschen umbringen. Because it's such a severe thing Denn es to ist so do eine that. ernsthafte Sache. It's not easy really to be in this environment. Es ist also nicht sehr leicht, sich in dieser Umgebung zurechtzufinden. So here we have the mountain in the land of Midian. Hier also die Berge im Land Midian. It's an outstretching part Das ist so ein Ausläufer that we see in this image. auf diesem Bild hier. And if you wonder where Mount Sinai is located, the Bible is very clear. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo liegt denn eigentlich der Berg Sinai, da ist die Bibel ganz klar, It's in the land of Midian. im Land Midian. It has always had that name. Es hat immer diesen Namen gehabt. And today it's pronounced Majan among the Muslims. Heute sagen die Muslims Majan. If you look at ancient maps, I've collected maps that goes 500 years back in Wenn ihr time. euch alte Landkarten anschaut, ich habe Landkarten, die 500 Jahre alt sind. Where is the land of Midian? Wo liegt das Land Midian? Always on the east coast of the Gulf of Aqaba. Immer an der Ostküste des Golfs von Aqaba. So you have to look for Midian. Ihr müsst nach Midian suchen. And we know that Moses ran away to Midian. Und wir wissen, dass Mose nach Midian geflohen ist. He got married in Midian. Er hat in Midian geheiratet. His father-in-law was Jethro, the high priest. Sein Schwiegervater war Jethro, der Hohepriester. He spent 40 years in the land of Midian, Und er hat 40 Jahre im Land Midian verbracht. taking care of sheep. Und hat da die Schafe gehütet. And then he'd had the encounter with the burning bush, Und dann hat er diese Begegnung mit dem brennenden Busch gehabt. which was, of course, the holiness of God that was shining. Das war die Heiligkeit Gottes, die da gestrahlt hat. And being on the mountain in the land of Midian, God says one thing to Und him. auf dem Berg im Land Midian sagt Gott ihm eine Sache. Bring my people out to this mountain to worship. Bring mein Volk heraus auf diesen Berg, um anzubeten. So where should Moses bring the people? Wo soll Mose also die Leute hinbringen? To the land of Midian. Ins Land Midian. So when people talk about the Sinai Peninsula and the monastery and Mount Sinai, Wenn the Leute traditional Mount also Sinai, von der Halbinsel Sinai sprechen und von dem Kloster da oben, was dort ist, it's the monastery of St. Catherine. das St. Catherine Kloster. And that tradition has no connection whatsoever with the Bible. Und diese Tradition hat überhaupt keine Beziehung, keine Verbindung zur Bibel. The mountain is connected to a saint with the name Catherine. Der Berg hat eine Beziehung zu diesem Heiligen mit dem Namen Catherine. The monastery is dedicated to her. Das Kloster ist ihr geweiht. And there are no finds or connections with any Und es Hebrews in gibt that area. absolut keine Funde, die irgendwie auf die Hebräer hinweisen in dieser Gegend. And then you have the very important issue. Und dann hast du ein sehr interessantes Problem. And that is your decision. Das ist nämlich deine Entscheidung. If there were no Hebrews at the traditional Mount Sinai, Wenn es keine Hebräer gab bei dem traditionellen Berg Sinai, is the conclusion that there was no Exodus? ist dann die Schlussfolgerung, es gab keinen Exodus? Or were they at some other location? Oder waren die einfach woanders? And when we go to the land of Midian, we can see all the things that's described in the Und Bible. wenn du nach Midian gehst, das siehst du alles, was in der Bibel beschrieben wird. So, on the backside of the mountain, Auf der Rückseite von diesem Gebirge, on the rock of Horeb, auf dem Berg Horeb, there is a huge split rock. da gibt es einen großen, riesigen, gespaltenen Felsen. The only rock in the area that looks like this. Der einzige Felsen in der Gegend, der so aussieht. And the height is about like a 7-story building. Der ist also ungefähr 7 Stockwerke hoch.
The crack is about 1 meter wide, Die Spalte ist ungefähr 1 Meter breit. and there is erosion from something that's flooded out of this rock. Und da ist Erosion von etwas, was aus dem Felsen herausgeflossen ist. So when I stand here, I'm about Wenn ich da that stehe, tall. bin ich ungefähr so groß. It's a huge rock. Ein riesiger Felsen. I'm just saying that on the backside of the mountain, there is only one thing that could be called a split rock. Und ich sage das nur, weil es auf der Rückseite vom Felsen nur ein Ding gibt, was man einen gespaltenen Felsen nennen könnte. And this is in the biblical Rephidim, where they were attacked by the Amalekites. Und in der Bibel ist das Rephidim, wo sie von den Amalekitern angegriffen wurden. And it was close then, if this is the truth, it was close to this rock where Moses stood. Und wenn das wahr ist, dann ist es nah in der Nähe von diesem Felsen, wo Mose mit erhobenen Händen stand, Praying for the people when they were attacked by the wo er Amalekites. für das Volk gebetet hat, als die Amalekiter angriffen. Now we are on the front side of the mountain. Jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite vom Berg. Read your Bible and you will see that Moses was ordered to erect a low altar in front of the Lest mountain. eure Bibel und ihr werdet sehen, dass Mose angewiesen wurde, einen niedrigen Altar am Fuß des Berges zu errichten. And there should be 12 pillars Und dass da 12 Säulen sein sollten. and many other things to Und look viele for. andere Details. And you find it all there. Und ihr könnt es da alles nachlesen. This is an inscription close to the altar. Das ist eine Inschrift in der Nähe des Altars. And here we have a row of 4 bulls. Und hier gibt es also so eine Reihe von 4 Bullen. And the altar had a structure of 2 corridors leading to the sacrifice site. Und der Altar, da gab es so 2 Korridore, die auf diesen Altar zuliefen. And the Bible tells about all the oxen or bulls and sheep that were Und sacrificed die there. Bibel spricht von den Ochsen und von den Schafen, die dort geopfert wurden. And the last bull here have a person holding the tail. Der letzte Ochse da, der Bulle, da ist also eine Person, die den Schwanz hält. You see the bull here and the tail, Da seht ihr den Bullen und den Schwanz. and the person is standing here holding the tail. Und eine Person steht dahin und hält den Schwanz fest. In English, we call these corridors to a sacrifice place a corral. In Englisch nennen wir diese Korridore Koralle, die zu diesen Opferstätten hingingen. And if you do that in Texas, I've been talking about this in Texas, and then they know exactly what it Wenn is. du das in Texas tust, ich habe da gesprochen, die wissen genau, worum es geht. When they're going to sacrifice or kill or slaughter a bull, Wenn die also da einen Bullen schlachten, they don't want to go towards the altar because there is a smell of blood. der Bulle will natürlich nicht auf den Altar hingehen, wo da es nach Blut riecht. And they have the corral with a bent part so the bull doesn't see this place of Und sacrifice. dieser Korridor geht dann so, dass der Bulle also diese Opferstätte nicht sehen kann. And then if you want to force the bull in front of you, Und wenn du den Bullen vor dir zwingen willst zum Weitergehen, you hold the tail, dann nimmst du den Schwanz you twist the tail, und dann drehst du den so. it's painful for the bull and it walks. Das tut dann weh, aber dann geht er nach vorne. This is an outstretching arm. Das ist so ein Ausläufer vom Berg. And if you wonder how it is to climb here, Und wenn ihr euch fragt, wie kann man da hochklettern, you can see 2 people there. dann seht ihr da unten 2 Leute. So this is like a 3-story apartment Das ist building. also wie ein 3-geschossiges Wohngebäude. In front of the mountain there is a barbed wire fence. Vor dem Berg, da gibt es also ein Stacheldraht. It's behind bars because it's an archaeological area. Weil es ein archäologisches Gebiet ist hier, ist es eingezäunt. You will be punished if you go in there. Du wirst also wirklich verfolgt, bestraft, wenn du da reingehst. And it's dated 1392. Und das Datum 1392. It's the Muslim counting of years. Das ist die muslimische Jahreszählung. So you see the fence is here. Hier seht ihr also den Zaun. And the question is how you get in there. Die Frage ist, wie kommt man denn da rein? If you enter into an area like this, a military protected area, Wenn du in so ein Gebiet, also militärisch geschützte Gebiet gehst, they will shoot you. dann wirst du erschossen. So we were invited. The gatekeeper said, we will open the door for you. Wir wurden eingeladen und der Pförtner sagte, wir machen das Tor auf für euch. We didn't trust them. Wir haben ihnen nicht vertraut. We just thought they would like to kill us. Wir dachten, die wollen uns einfach umbringen. Later the same day, the head of Department of Antiquities is coming to us. Später am gleichen Tag kam also der Vorgesetzte von diesem Altersdepartment, And Altertum. he had a perfect lamb on his shoulders. Und der hatte also ein perfektes Lamm auf seinen Schultern.
And he said, I want you to prepare this over open fire so we can eat it together as a gesture of peace. Ich sagte, ich möchte das auf einer offenen Flamme zubereiten als Zeichen des Friedens. And he said, the doors are open for you. Er sagt, euch sind die Türen geöffnet. So we didn't sneak in. Und wir sind also nicht heimlich reingegangen. They opened up the gate. Sie haben für uns das Tor geöffnet. But this image you won't see in the book. Aber das Bild wirst du im Buch nicht sehen. Because then he will be dead in a few days Dann likely. wird er in ein paar Tagen nicht mehr leben. So if we are standing in front of the altar, we can also see a fenced area here, Wenn wir also vor dem Altar stehen, dann sehen wir da hinten auch einen eingezäunten Bereich. which is likely the base part of the golden calf altar. Und das war wahrscheinlich das Unterteil von dem goldenen Kalbaltar. There's a lot of inscriptions there and it's also fenced. Es gibt sehr viele Schriften darauf und es ist auch eingezäunt. Now I'm standing in, you see the, if we should call it corridors, Das and sind I'm also standing here at the corner. diese Korridore, ich stehe da neben an der Ecke. The Saudis say that this is a house, Die Saudis sagen, das ist ein Haus, but there are no rocks that have fallen down, aber es gibt keine Felsen, die runtergefallen sind. have not been higher than about a meter. Die sind nicht mehr als 1 Meter hoch. So 2 corridors with no windows and no doors, Also 2 Korridore ohne Fenster, ohne Türen and no roof that has collapsed. und kein Dach, was eingefallen ist. Here we have 2 corridors. Hier haben wir also 2 Korridore hier. And I turn to the left, Und ich habe mich nach links gedreht and you can see how the corridors continue here. und da könnt ihr sehen, wie diese Korridore weitergehen. And the Saudi has been digging here, Und hier haben die Saudis gegraben but here you can see it's a low altar, und da kann man sehen, gibt es einen niedrigen Altar, as it should be according to the biblical wie text. es der Bibel entsprechend sein sollte. Moses was instructed to erect 12 pillars in front of the altar. Mose wurde angewiesen, 12 Säulen vor dem Altar aufzurichten. And Moses should sprinkle the blood of the sacrificed animals on the people. Und Mose sollte das Blut des Opfertieres auf die Leute sprengen, auf die Menschen. How do you do that with 2 million Wie people? machst du das mit 2 Millionen Leuten? But if you erect 12 pillars in front of the altar, 1 pillar representing 1 tribe, Aber wenn du 12 Säulen aufstellst, jede Säule repräsentiert einen Stamm, then he could sprinkle the blood on the pillars and thereby bless the dann people. konnte er das Blut auf diese Säulen sprengen und damit die Leute segnen. In front of the altar, we find a lot of sections of pillars Vor dem Altar finden wir viele von diesen Abschnitten aus diesen Säulen. made out of marble Aus Marmor hergestellt and with a weight of 200, 250 kilos per piece. und die ungefähr 200, 230 Kilo pro Stück wiegen. We climb the mountain and we find old and very big fig trees. Wir sind auf den Berg hochgeklettert und fanden sehr viele alte Feigenbäume. The fig tree should be a garden tree. Der Feigenbaum sollte ein Gartenbaum sein. So if you find an old fig tree like this, Wenn du aus einen alten Feigenbaum wie diesen hier findest, it means that there is a constant access to water. das heißt, da ist ständig Zugang zu Wasser. Remember what I said? In this area is the driest part on earth where it rains once every third Denk year. dran, das ist der trockenste Teil der Erde, da regnet es 1 bis 2 Mal pro Jahr. And it's a bit hard for you to see here, but there were ponds of water all the way up on the mountain. Man kann es nicht gut sehen, aber es gab kleine Wasserpfützen überall bis zum Berggipfel hoch. We find a great abundance of almond trees. Wir fanden sehr viele Mandelbäume. The almond tree is a garden tree and the first to blossom in January in Jerusalem. Der Mandelbaum ist auch ein Gartenbaum und blüht als erstes in Jerusalem im Januar. And there are so many almond trees, so the Muslims in the area call it the mountain of almond. Und es gibt so viele Mandelbäume dort, so dass die Muslime in der Gegend den Berg der Mandelbäume nennen. Jabal al-Laus or Luz, which Jabal means al-Luz. The mountain of the almonds. Der Berg der Mandeln. And you know, Moses was instructed to prepare a number of things. Mose wurde angewiesen, verschiedene Dinge vorzubereiten. The rod of Aaron was of almond wood. Der Stab Aarons, das war also ein Mandelbaumstab. The menorah, the candle holder. Die Menorah, wo diese Kerzen drauf waren. The arms should be similar to the almond tree. Die Arme sollten ähnlich sein wie ein Mandelbaum. And there were no candles. Es waren keine Kerzen, There were oil lamps on top. es waren Öllampen obendrauf. And they should look like almond Und die flowers. sollten aussehen wie eine Mandelbaumblüte. There's a lot of connections between the nature here and the biblical Es gibt text. sehr viele Beziehungen zwischen der Natur hier und den biblischen Texten.
Here you can see a big pond of water, Da seht ihr auch so ein großes eine Wasseransammlung. very clear and good quality. Sehr klar, sehr gute Qualität. Here I found dragonflies. Hier habe ich auch die Libellen gefunden. They have their whole life cycle in water except 1 or 2 days. Die leben den ganzen Lebenszyklus im Wasser, außer 1 bis 2 Tage. And I can tell you, there is not a dragonfly on earth that could fly through this desert, through this Ich kann euch sagen, es mountain. gibt keine Libelle auf der Erde, die also durch die Wüste hinfliegen könnte auf diesen Berg zu. So we have insects with their life cycle in ponds like this. Wir haben auch Insekten, die in diesen kleinen Wasseransammlungen leben. And I also found frogs in this pond. Ich habe also in diesem Teich auch Frösche gefunden. And I can guarantee there is not a frog on earth that can walk through this desert to this Ich location. garantiere euch, es gibt keinen Frosch auf dieser Welt, der diese Wüste überqueren kann, um da hinzukommen. That means that we have an ecosystem on the mountain that's based on water, Das heißt, wir haben hier ein Ökosystem auf diesem Berg, was auf Wasser basiert ist. including insects, animals, and vegetation. Einschließlich Insekten, Tiere und Vegetation. When we climbed the mountain, it rained on us 2 times the same day. Als wir den Berg erstiegen haben, hat es 2-mal an diesem Tag geregnet. And these are the clouds just above the peak. Das sind die Wolken oben über dem Gipfel. And this is the window of the Jeep, Und das ist das Fenster von unserem Jeep. just to illustrate the rain. Nur um den Regen zu veranschaulichen. We have vegetation standing in water growing here. Hier gibt es also Blumen, die im Wasser stehen und wachsen. Here we look down to the camp area on the way Da up. schauen wir nach unten auf diese Lagerstätte. If this is the real Mount Sinai, Wenn das der wirkliche Mount Sinai ist, there is only one cave. da gibt es nur eine einzige Höhle. And Elijah had his encounter with the Baal prophets on the mountain of Carmel. Elia, der hatte diese Begegnung mit dem Propheten des Baals auf dem Berg Karmel gehabt. And then he was afraid and he ran to Sinai, Und dann hat er Angst gehabt und ist zum Sinai geflohen staying in a cave. und hat in einer Höhle gewohnt. God did not come to him with thunder and power. Gott kam nicht mit Donner und großer Gewalt zu ihm. God came to him with a still, soft wind Gott kam mit diesem stillen, sanften Wind and called him back to his country. He thought he was the last person believing in und hat God. gesagt, geh zurück in dein Land, wo er doch dachte, er sei der letzte Gläubige in seinem Land. So if we stand in the cave and look out, Wenn wir also in dieser Höhle stehen und nach draußen schauen, around the corner you have the altar. um die Ecke da rechts, da sieht man den Altar unten. And here you can see the river that in ancient times came from the mountain. Und das ist dieser Fluss, der in der alten Zeit vom Berg herunterkam. And these dots here are trees. Und diese Pünktchen unten, das sind Bäume. And the depth of the water here Und die Tiefe des Wassers was between 9 and 11 meters. war zwischen 9 und 11 Meter tief. They had a river in the desert Die haben einen Fluss in der Wüste gehabt, to supply. um sie zu versorgen. Here is the altar from high altitude with a camera. Hier ist der Altar von ganz hoch oben mit der Kamera aufgenommen. The 2 corridors, the Die low beiden altar, Korridore, der niedrige Altar, the staircase down to the river that passed by. die Stufen zum Fluss, der vorbeifloss. And you see all the marble sections all over here. Und die ganzen Marmorstückchen dort. Here you can see in front of the altar Das seht ihr sie vor dem Altar. foundation stones and the pillar sections. Grundsteine und diese Abschnitte von den Säulen. We climbed the mountain, Wir sind also den Berg hochgeklettert. and there is a marble quarry on the ridge Und da gibt es einen Marmorsteinbruch oben auf dem Gipfel. on a very high altitude. In der sehr hohen Höhe. And the ones that were not good or cracked were left. Und die nicht gut waren oder gerissen waren, die wurden zurückgelassen. So we know where they produced the foundation stones and the pillar stones. Wir wissen also, wo diese Grundsteine und auch diese Säulensteine hergestellt wurden. And this is a small area, about 200 to 300 square meters. Und das ist ein kleiner Bereich, 200 bis 300 Quadratmeter. And that's the only place in the land of Midian where you find marble. Und das ist der einzige Ort im Land Midian, wo man Marmor findet. And we also found out how they quarried the marble. Und wir haben auch herausgekriegt, wie sie also diesen Marmor zubereitet haben. So they made these holes. Sie haben diese Löcher da reingemacht, They put dry wood in them. dann trockenes Holz reingesteckt, They poured water in. Wasser drüber gegossen, The wood expanded das Holz dehnt sich aus and it cracked the marble. und es zersprengt den Marmor. Foundation stones. Das sind Grundsteine. And then we had the third thing that we should expect to be found in this area. Dann gab es eine dritte Sache, die wir in dieser Gegend auch hätten finden sollen.
There was some material needed for the tablets of stone. Es gab auch so ein Material, was benötigt wurde für die Steintafeln. And we just know that they needed a good quality of rock to do that because there should be some kind of inscription. Wir wissen, dass die eine gute Qualität Stein brauchten, weil man da ja eine Schrift drauf machen musste. And the granite in the area is very bad. It's called junk granite. Und das Granit in der Gegend ist sehr schlecht. Man nennt es also Junk, also Abfallgranit. So marble would be a good choice. Also Marmor wäre eigentlich eine gute Wahl. And I apologize for the next image. Und ich muss leider mich entschuldigen für das nächste Bild. I couldn't avoid doing it. Ich konnte einfach nicht widerstehen, das so zu machen. But the reason for this image to show that they were actually producing flat kind of stones or tablets in this quarry. Der Grund für dieses Bild ist, ich wollte einfach zeigen, dass die tatsächlich solche flachen Steintafeln hergestellt haben in diesem Steinbruch. But these ones were broken and cracked and so forth, of a low quality. Die waren auch so zerbrochen und gerissen und keine gute Qualität. So we can say that they produced the pillars, they produced the foundation stones and some kind of tablet Wir stones. können auch so sagen, dass sie also die Säulen und die Grundsteine und so eine Art Tafelsteine hergestellt haben. So this is the ridge, here is the peak, Da oben seht ihr also den Gebirgskamm und den Gipfel and here is the campsite. und da unten links die Lagerstätte des Volkes. And to finalize, we have a valley between these two ridges. Zum Schluss, es gibt ein Tal zwischen diesen beiden Gebirgskämmen. Here you can find some grass. Da oben kann man ein bisschen Gras finden. You can reach it from the backside. Man kann von hinten hochklettern. And this is a possible site where where Moses could have had his encounter with God with the burning bush. Das ist eine mögliche Stelle, wo Mose Gott im brennenden Busch begegnet sein konnte. And there's so much more that can be said. Und es gibt so viel mehr, was man da sagen könnte. So if you're interested in this, there are 790 images in the book. Wenn ihr Interesse habt, es gibt 790 Bilder in meinem Buch. And I don't care if you like it or not. Ob es euch gefällt oder nicht, ist es mir egal. I'm just giving you a report. Ich gebe euch einfach einen Bericht. Like when you are in a court case. Wenn ihr also in einer Gerichtssitzung seid, in der Verhandlung seid. There have to be other people that act as the jury or the judge. Also einige sind die Schöffen und die Richter. I just present the data. Und ich habe einfach die Daten, die Fakten präsentiert. So if you're interested in this, you can look at the book. Wenn ihr And interessiert seid, könnt ihr euch gerne das Buch anschauen. I want you to read the Bible and compare and see if it fits from your Ich point of möchte, view. dass ihr die Bibel lest und dann selber studiert und vergleicht, ob es aus eurer Sicht wirklich passend ist. And don't be afraid that other people should see the book. Und habt keine Angst, dass andere Leute das Buch sehen könnten. Because my scientific atheist colleagues, they like to read the Denn book. meine wissenschaftlichen, atheistischen Kollegen, die mögen dieses Buch sehr. One came to me and said, I read until 3 o'clock in the morning and then I couldn't read anymore. Einer kam zu mir und gesagt, ich habe bis 3 Uhr morgens gelesen, dann konnte ich einfach nicht mehr. And I have all the scriptures quoted in the book. Und ich habe all diese Schriftstellen, die in diesem Buch zitiert werden. So it's a kind of an illustrated Bible. Das ist also wie eine illustrierte Bibel. But he didn't know that. Aber das hat er nicht gewusst. And therefore he was not afraid of it. Und deswegen hat er keine Angst gehabt. We should never be afraid of science. Wir sollten nicht Angst haben vor der Wissenschaft. Let us close in prayer. Wir schließen mit Gebet ab. God, I ask you that the things that have been mentioned here that is not relevant, Ich bete, Herr, dass die Sachen, die erwähnt wurden und die nicht relevant sind, let us forget it. dass wir sie einfach vergessen. But the things that are from your heart, Aber die Sachen, die von deinem Herzen kommen, God, I ask you to burn mark our hearts and our brains. ich bitte Gott, dass du das wirklich einbrennst in unsere Herzen, in unsere Gedanken. And I ask you, Lord, that you should help the people here in this church Ich bitte, Herr, dass du den Menschen hier in dieser Kirche hilfst, to trust the Old Testament in the same way as Jesus did. dem Alten Testament auf die gleiche Art und Weise zu vertrauen, wie Jesus es getan hat. So I ask for a blessing over this congregation, Ich bete für einen Segen über diese Gemeinde, that people here have a courage dass die Menschen hier Mut haben, to stand up beside Jesus aufzustehen, neben Jesus hin and preaching from the Old Testament. und vom Alten Testament her zu predigen. In the name of Jesus Christ, the Holy Amen. Spirit and God. Im Namen Jesu Christi, des Heiligen Geistes und Gottes. Amen. Amen.